Die Atacama ist zwar keine besonders große Wüste, aber dafür die trockenste. Es ist klar, dass wir ausgerechnet hier wieder Probleme mit unserem Motor haben. Wir haben es bis zur nächsten Stadt geschafft. Bevor wir uns wieder in diese lebensfeindliche Gegend begeben, müssen wir unseren Motor reparieren. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind von Santiago de Chile immer weiter Richtung Norden gefahren. Wir wollen in ein paar Wochen die Grenze nach Argentinien überqueren. Doch dafür müssen wir durch die Wüste und am Ende einen fast 5000 Meter hohen Pass überqueren. Derzeit sind wir in La Serena. Der T3, eine Hassliebe. Ja, gut, nein, es ist ja gar nicht der T3, es ist ja der Golf-Motor. Wir haben ja seit letzter Woche dieses Turbo-Problem, das muss ich jetzt mal angehen. Wir fahren ja seitdem stetig immer wieder im Notlauf. Ich kann zwar immer mal wieder den Fehlerspeicher löschen, dann geht es eine Weile. Aber sobald eine kleine Steigung kommt und man untertourig ist oder zu doll aufs Gas drückt, dann ist die Regeldifferenz, oder die Differenz zwischen dem Soll-Ist-Wert zu groß und dann springt uns halt der Notlauf rein. So. Ist jetzt auch erstmal alles nicht schlimm. Ich hatte beim letzten Mal diese VTG-Dose, also sprich die den Turbo steuert, da war Dreck drin, die konnten wir freiblasen, dann konnte man die bewegen und dann geht es wieder. Jetzt habe ich vorhin einfach mal kurz geguckt unterm Auto und die bewegt sich nicht mehr. Also bewegt sich echt ganz, ganz schwergängig nur. Da ist aber auch kein Dreck drin, das macht es ein bisschen problematisch. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, irgendwie diesen VTG-Lader wieder zum Rennen zu bringen. Das kann entweder, also ich gehe mal davon aus, es wird selber die Steuerung sein, weil die bewegt sich ja schwierig. Ich gehe jetzt auch noch nicht an irgendwie Unterdrucksystem und so ein Kram ran, weil sie bewegt sich ja nicht. Also es wird, so wie es aussieht, ein mechanisches Problem sein. Und dann haben wir auch immer noch den Ölaustritt und den werden wir heute mal endgültig angehen, weil ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist da hinten alles voller Öl. Und das kommt immer noch aus dem Ölfühlmessstab, also an der Seite raus sind jetzt 2 Ohrringe drin und irgendwie ist der entweder noch zu lang, dotzt da ins Öl rein oder eben durch die 2 Ohrringe ist da eine Undichtigkeit. Es ist auf jeden Fall der höchste Punkt am Motor, wo Öl zu sehen ist. Das heißt, also es muss von dort kommen, oben drüber ist nichts schwarz, also dementsprechend wird es der Punkt sein. So, das gehen wir jetzt mal an und dann hoffen wir, dass wir soweit sind, weil wir haben ja ein bisschen Stress. Also wir sind ganz im Norden von Chile, wir sind in der Nähe von Serena. Wir wollen noch hoch bis in die Atacama und dann müssen wir in den nächsten 2 Wochen irgendwann mal über die Anden drüber. Und zwar nicht bei 2500 Meter, sondern bei 4500 Meter. Und wir haben echt eine Challenge, weil wir müssen aus Chile raus und wir haben in Argentinien, wir müssen nach Nordargentinien. So. Das heißt, wir haben jetzt echt viel zu tun. Wir hoffen, dass wir das jetzt hier lösen können. Also der VTG-Lader, der ist frei, der bewegt sich, das Gestänge bewegt sich, Unterdruck liegt an am N75, das haut auch hin und wenn wir Gas geben, Gasstöße geben, bewegt sich dieses Ding rein und raus. Das heißt, es passt. Jetzt habe ich auf der Strecke zum Ladeluftkühler, also sprich in der Ladeluftstrecke, einen Ölverlust. Da sieht es ganz schön ölig aus. So, das heißt also, das kann sein, dass wir da einen Druckverlust haben. Da ist aber gerade auch eine Schelle. Das ist also insofern ganz gut, schlecht und gut. Die Schelle ziehe ich jetzt mal weiter an und setze einfach oben drüber gleich noch eine Schelle und ziehe die auch an wie ein Tier. So, dann sollte das Ding auch dicht sein und dann, ja, schauen wir mal. Hoffentlich geht es dann weiter. Wenn es das gewesen ist, das wäre natürlich geil, dann ist es einfach.
Und machen wir jetzt und dann kommt als nächstes der Ölverlust am Ölstab dran. Also wenn wir Glück haben, das Loch auf der Ladeluftstrecke, das habe ich gefunden, glaube ich. Also zumindest mal konnte ich die Schelle nachziehen und das waren 1,5 Umdrehungen. Das ist schon relativ viel. Wir reden ja über Luft und nicht über Wasser oder Öl. Und der Ölaustritt auf der Ladeluftstrecke war relativ groß und da ist ja eigentlich nicht, also da ist Öl drin, aber nicht so viel Öl drin, dass es da drin schwimmt und Öldruck entsteht. So, es könnte sein, dass das Problem war. Jetzt gehen wir an diesen Ölfüllstab ran. Ist ja auch nicht so schwer, den was da raus. Wir müssen mal gucken, wie lange der im Öl drin steckt. Und wenn der immer noch im Öl eindotzt, dann schneide ich den nochmal ein Stück ab. Und danach müssen halt die beiden O-Ringe da oder einer von den O-Ringen weg und dann muss es halt da fester reingeprügelt werden. Dann sollte das auch gehen. Boah, zum Glück ist es nicht mehr so heiß. Ein bisschen Wind endlich. Das war gerade eben so erdrückend. Ich sag nur Atacama. Ja, Führung vom Ölfüllstab. Erstmal hat die unten einen Knick. Kann sein, dass ich den gerade reingemacht habe beim Rausmachen. Egal auch, auf jeden Fall schneide ich da jetzt nochmal so 5 cm ab, damit das Ding nicht ins Öl dotzt und ins dauernd Öl rauskommt. Und dann ist mir aufgefallen, sind da 2 O-Ringe drin gewesen. Und einer von den O-Ringen ist total porös und ist auch schon gerissen an einer, also komplett, also nicht mehr rund. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennt. Also das kann man nicht mehr O-Ring nennen. Ja, das Ding kommt raus, danach mache ich das Ding wieder rein und dann hoffen wir, dass wir diesen Ölaustritt beseitigt haben. Also wenn nicht, muss ich hier vielleicht nochmal irgendein Isolationsband dran machen oder wie auch immer. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber Hauptsache, wir kriegen diesen Ölaustritt weg, weil das geht so gar nicht. Wir sind komplett schwarz hinten. Ja, die Zeit rennt. Wir haben schon wieder den nächsten Tag nach Mittag. Ich habe gestern den ganzen Abend noch geschraubt. Dann hatte ich keine Lust mehr. Also wir hoffen, dass es das jetzt war. Also, weil sonst sitzen wir hier echt im Desert fest. Das wäre ziemlich ätzend. Gut, die Stadt hier, die hat einige Werkstätten und Ersatzteile. Also wir würden hier an alles rankommen. Aber wir hoffen mal, dass wir weiterkommen. Und ich würde lieber in Argentinien reparieren, falls wir jetzt irgendwie ein Turbo tauschen müssen. Ich weiß es ja nur noch nicht. Also mal gucken. Falls wir wirklich noch mehr machen müssen, dann lieber in Argentinien, weil in Argentinien ist viel mehr Volkswagen als hier. Und hier müssen wir jedes Teil importieren und der Golf 3 und Audi A4 sind hier nicht so viel gefahren wie in Argentinien. Dementsprechend müssen über die Anden rüber. Und der einzige Pass, der hier im Norden noch offen ist, ist der Jamal-Pass. Und der Jamal-Pass ist eben knapp 5000 Meter hoch. Das heißt, bis dahin sollte der Motor funktionieren. Wir machen jetzt eine Testfahrt und die machen wir natürlich gleich richtig. Das heißt, wir fahren Richtung Berge. Hier ist nebendran das Valle del Elqui, das ist ein ganz mystischer Ort und da gibt es noch eine andere Sache, die uns sehr interessiert. Und wenn wir das schaffen und jetzt ohne Probleme durchkommen, genug Druck haben, die Leistung passt, dann sollte auch eigentlich alles für den Jamal-Pass passen. So. Puh. An ist er und pfeifen tut er noch genauso wie vorher. Ah, jetzt wird's besser. So, mal gucken, was das hier sagt. Das Schöne ist ja, wir haben ja nur ein Steuergerät drin, es ist ja nur das Motorsteuergerät drin, deswegen braucht man da auch nicht ewig suchen oder Fahrzeug eingeben, Motorsteuer, Elektronik, dann ist man da auch schon da. So, und jetzt hoffen wir mal, so, gefunden hat das, Fehlerspeicher ist leer. Ja, so, und jetzt Messwertblöcke. So, man kann ja direkt die Messwertblöcke aufrufen und jetzt sagen wir halt mal den 11er Messwertblock und da haben wir dann soll und ist. Ja, es kommt was, aber es kommt langsam. Ja, wir werden es sehen unter Belastung. Also, alle Chilenen haben zu uns gesagt, habt ihr Completo probiert? Habt ihr Completo probiert? Und wir immer, was ist denn Completo? Das ist Completo. Also Completo ist ein Hotdog
aber mit, wie heißt es? Guacamole. Genau, hier mit Mit Palta, aguacate, mayonesa. He elegido la mayonesa con ajo y mayonesa casera. Me ha dicho que los dos fijan siempre bien. Y chucrute está también dentro. Ah, y Sauerkraut. tomate. Sauerkraut. Es ist ja geil. Esto es el completo dinámico, hay varios. Esto es el dinámico. Completo dinámico. Yo tengo un churrasco. Huge churrasco con carne final, cortada fina, tomate, mayonesa de albahaca y queso. Queso está dentro también. So, ¿está dividido? ¿Está cortado? No, nicht so richtig. Also, Churrasco-Sandwich ist gut. Bueno. Da werde ich jetzt mal reinbeißen und gibt es gleich ein Urteil dazu. Es compacto. Crunchy, hier Mayonnaise. Achso, bis jetzt habe ich noch keine Wurst gefunden. Aha. Immer noch nicht. Aber schmecken tut's gut. Se lo olvidaron. Da ist die Wurst. Da ist die Wurst. Ja, ich bin ja fast verschluckt am letzten Happen, ey. Fazit. Also, Completo war lecker. Mir als Deutschen fehlt bei dem Hotdog der Senf, aber es war sehr, sehr lecker. Und wie war das Churrasco-Ding? Bueno. I like it. Also das war echt gut mit Mayonnaise, mit hier, wie heißt es, Basilikum-Mayonnaise. Das war richtig, richtig lecker, also richtig cool. Also Churrasco-Sandwich. Diferente manera, puedes elegir lo que prefieres. Ja, voll. Kaufe ich mir wieder. So, auf geht's. Auto testen, ab in die Berge. Also wir fahren jetzt aus der Stadt raus und ich merke es schon, also wir haben mehr Leistung als vorher. Aber ich bin immer noch nicht glücklich. Also so, ich muss jetzt mal gucken, wenn vor uns frei ist. Ich komme über die 3200 Umdrehungen nicht hinaus. Also da reicht der Druck vom Turbo dann am Ende nicht aus. Aber untenrum sind wir wieder ein bisschen stärker. Also können wir uns in die Berge trauen. Aber wenn ich jetzt drauf trete, im zweiten, volle Kanne. Na gut, es geht. Ja, also der hört sich so lahmarschig an. Also der hört sich nicht so an, wie er sich mal angehört hat. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Voll schön, was ein schöner Morgen. Gut geschlafen. Jetzt geht's los mit der Testfahrt ab in die Berge. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall, falls es nicht klappt, gibt es dort Pisco. Und was Pisco ist, erzähle ich euch später. Die schönsten Orte findet man doch immer durch Zufall. Wir sind in einem indigenen Dorf gelandet. Die Bilder auf den Wänden beeindrucken uns sehr. Es ist alles farbenfroh und lebendig. Die Straße hier ist die Straße der Sterne, La Ruta de las Estrellas. Und wir fahren jetzt ins Valle del Elqui.
Und dort gibt es eben Pisco. Und ich habe es ja gesagt, später kommt die Erklärung. Pisco ist das Nationalgetränk der Chilenen. Die streiten sich mit den Peruanern genauso wie die Berliner und mit den Hamburgern um die Currywurst. Wer hat es erfunden? Aber eigentlich gibt es einen ganz anderen Grund, dahin zu fahren. Das Tal ist total mystisch und wir freuen uns darauf, weil das sehr einzigartig sein soll, zwischen den Bergen gelegen und dennoch noch die Route der Sterne. Also ja, wir haben es gestern schon gesehen, der Himmel ist unglaublich. Sind wir sehr gespannt, was wir da erwarten. Und wenn nicht, trinken wir halt Pisco. Das Valle del Elqui hat das ideale Klima, um die Trauben reifen zu lassen. Nach der Destillation entsteht der berühmte Pisco. Los Nichos ist die älteste Weinbrennerei Chiles. Diese Kellerei bewahrt die traditionelle Formel zur Herstellung von Weinbrand, dem Pisco und süßen Dessertweinen. Der Weinkeller erzählt seine Geschichte von der Gründung über die Personen, die ihn besucht haben, bis zum heutigen Tag. Die Menschen hier in den Dörfern leben vom Pisco und verkaufen Handwerkskunst an die Touristen. Am Ende der Straße finden wir einen schönen Handwerksmarkt. Wir müssen aber unbedingt noch den berühmten Pisco Sour probieren. Das ist ein Longdrink mit Pisco und Zitronensaft.
Es ist manchmal wirklich nicht leicht, einen Ort für die Nacht zu finden. Aber unsere Geduld und ein klein wenig Glück führen uns diesmal an einen wahrhaft traumhaften Ort. Wir erleben einen der beeindruckendsten Sonnenuntergänge unseres Lebens. Alles ist magisch. Der Ort, die Sonne, die den Berg erscheinen lässt und die unglaubliche Stille der Wüste. Neben Wasser ist definitiv am wichtigsten Treibstoff. Wir gehen ja auf eine Höhe über 4000 Meter und das bringt den Motor schon arg zum Leiden. Und zum anderen ist der Verbrauch halt auch immens, weil die Verbrennung halt unglaublich schlecht ist. Und deswegen haben wir A, den Katalysator ausgebaut, damit es jetzt von der Verbrennung besser hinhaut. Und B, checken wir jetzt unseren Reservekanister. Wir haben den nie genutzt. Wir haben den jetzt voll gemacht in Buenos Aires vor 6 Monaten und seitdem ist der Diesel da drin. Die Dieselqualität hier, die lässt schon zu wünschen übrig. Das heißt, wir checken jetzt, ob der diese Dieselkrankheit hat. Es gibt so eine Dieselflocken, die da entstehen. Und das wollen wir natürlich nicht ins Auto füllen. Das checken wir jetzt. Und dann füllen wir auch gleich noch ein Additiv ins Auto. Ich hol's mal. Super Dieseladditiv. Firma ist auch egal. Das ist meine Lieblingsfirma, aber ist auch wurscht. Wir kriegen ja von denen nichts. De facto ist, bei der Geschichte geht es darum, die Brennkammer zu reinigen. Das heißt, wir haben ja in Südamerika einen weitaus höheren Schwefelanteil im Diesel. Der ist in Bolivien bis zu 2500 Parts per Unit, also das ist unglaublich hoch. Und das bedeutet, dass wir dort immer eine verrußte Brennkammer haben. Und die verrußte Brennkammer führt natürlich zu einer noch schlechteren Verbrennung, verstopft etc. pp. Und deswegen füllen wir das jetzt ein. Wenn der Diesel in Ordnung ist, füllen wir das mit ein. Und dann fahren wir den einmal durch, dann sollte er gereinigt sein. Ja, und dann füllen wir uns alles auf, holen uns noch einen neuen Reservekanister. Dann für insgesamt, ich glaube, dann haben wir 90 oder 100 Liter Diesel dabei. Das sollte reichen, dass wir durch die Atacama kommen. So, und wie checken wir das, ob der Diesel in Ordnung ist? Wir holen den hier raus aus dem Tank, füllen den in eine Wasserflasche ein und gucken gegen die Sonne. Wenn man gegen den Tank dann gegen die Sonne hält und dort keine Flocken drin sind und es sauber aussieht, dann ist auch der Diesel in Ordnung. Und dann können wir den da einfüllen und benutzen. So, wir machen zum ersten Mal seit 6 Monaten auf. Riechen tut's gut. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Das gefällt mir. So, der sieht zwar nicht schlecht aus, der Diesel, aber uns ist gerade aufgefallen, der riecht überhaupt nicht. Also der hat überhaupt keinen Geruch. Was mir so ein bisschen Bedenken macht, weil wenn ich mir jetzt denke, den packe ich da rein in den Tank,
Also ich habe wirklich keine Ahnung, wir mutmaßen jetzt mal. Ja. Ich packe den da rein in den Tank und dann ist der jetzt seit 6 Monaten hier drin, ewig in der Sonne hinten dran und ist irgendwie ausgegast und nicht mehr so brennfreudig. Naja, dann ist es der Tod für den Motor, wenn wir dann noch die Berge hochfahren. Das machen wir jetzt also nicht. So, wir füllen den da jetzt wieder ein, hängen das Ding hinten an, fahren zur nächsten Tankstelle und entweder leeren wir den da aus und füllen nochmal neu auf. Der also lieber 20 € bezahlt, als den Motor kaputt gemacht. So, und damit ist das Thema Diesel jetzt erstmal abgehakt und den Rest regeln wir, ja, wenn wir dann uns sozusagen einen neuen Reservekanister kaufen, dann kommt der Scheiß hier raus und kommt neuer rein. In a long lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair, brings me to my knees. In a long lost dream, it's where I'll find you. Oh, the look in your eyes makes me feel alive again. Begging, please, come with me. Begging, please, come with me. 'Cause there's no one. Wir sind weiter Richtung Norden gefahren. Unsere Reise zu den T3-Liebhabern geht weiter. Wir besuchen Alfonso. Er hat einen kleinen Campingplatz in Huasco am Meer und ist auch Teil der T3-Familie in Chile. Das muss man ja mal dazu sagen. Zeig mal. Ach, da steht das Schätzchen. Zu schön. Salud! ¿De llevarlo? Alfonso. Gracias, Alfonso. Es su casa. Salud por Salud. ustedes. Muchas Salud. gracias. Also nach Rücksprache mit der T3 Synchro Schrauberecke haben wir jetzt entschlossen, den Diesel doch reinzufüllen. Diesel kann so schnell nicht alt werden und wir mixen mit dem, was drin ist im Auto. Also insofern sollte das laufen. Und wenn nicht, werden wir es merken. So, jetzt kommt unser Reservekanister darin und dann sind wir sozusagen wieder bereit für die nächsten Kilometer. Und da geht's auf die Küste entlang Richtung Norden. So. Ciao, ciao Alfonso, gracias. Chao, chao. Will you wait on? Will you wait on? Will you wait again? In a long lost dream, it's where I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side. Also wir sind schwer beeindruckt von den Menschen, die hier leben, weil die ganzen Häuser hier, die sind ja alle autark. Es gibt keinen Stromanschluss, keinen Wasseranschluss, kein gar nichts. Da sind Solarpanels drauf, da holt man sich sein Holz zum Heizen und eine Gasflasche zum Kochen. Die Häuser sind hier total selbstständig gebaut und da gibt es keine großen Bauvorschriften, sondern die bauen ihre Häuser so, wie es gerade passt. Und ja, schon interessant.